Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Patriot. Meine Geschichte von Alexei Nawalny beleuchtet das außergewöhnliche Leben und den unerschütterlichen Mut eines der bekanntesten russischen Oppositionellen der Gegenwart. Nawalny gewährt den Lesenden einen tiefen Einblick in seine Kindheit und Jugend, seine Motivation für den Kampf gegen das System Putin sowie die zahlreichen Gefahren, mit denen er im Laufe seines politischen Engagements konfrontiert wurde. Mit persönlichen Erlebnissen, Reflexionen über politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Russland sowie Anekdoten aus bedeutenden Kampagnen und Prozessen ist das Buch weit mehr als nur ein autobiografischer Bericht. Es ist ein Manifest für Demokratie, Menschenrechte und politische Teilhabe. Nawalny gelingt es authentisch über seine Beweggründe, Ängste und Hoffnungen zu schreiben und nimmt die Lesenden mit in die düstere Realität der politischen Verfolgung und Korruption in Russland. Das Werk bietet durch seine Offenheit und den direkten Ton einen einzigartigen Zugang zur aktuellen russischen Politik und liefert wertvolle Hintergründe zum Leben und Wirken eines der bedeutendsten Oppositionellen der Neuzeit. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Kindheit, Jugend und politische Prägung. Alexei Nawalny schildert in seinem Buch, wie seine Kindheit auf dem Land und die Erfahrungen in einem traditionellen Umfeld seine Werte und seinen Sinn für Gerechtigkeit formten. Die Erlebnisse seiner Jugend, in denen er Ungleichheiten und den Einfluss der sowjetischen Vergangenheit hautnah miterlebte, führten dazu, dass er gesellschaftliche Missstände nicht länger hinnehmen wollte. Schon in jungen Jahren wurde ihm klar, dass die staatlich gelenkte Medienlandschaft und die allgegenwärtige Korruption einem echten Fortschritt im Wege standen. Diese prägenden Erlebnisse weckten in ihm den Wunsch, sich mit aller Kraft für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einzusetzen. Entwicklungen, die den Auftakt für seinen späteren politischen Aktivismus bildeten. Zweitens: Beginn des politischen Engagements und Kampf gegen Korruption. Der zweite zentrale Abschnitt des Buches widmet sich dem Einstieg Nawalnys in die politische Arena. Er beschreibt, wie ihn die Beobachtung alltäglicher Korruption im Berufs- und Privatleben dazu brachte, als Blogger und Aktivist öffentlich Aufklärung zu betreiben. Mit intelligenten Kampagnen, investigativer Recherche und kreativen Medienformaten deckte Nawalny zahlreiche Skandale auf, die hohe Wellen schlugen und als Grundlage für Antikorruptionsprojekte wie die Stiftung FBK dienten. Seine Berichte und Videos erreichten schnell Millionen Menschen und machten ihn zu einem der bekanntesten und meistgefürchteten Kritiker Putins. Nawalny erklärt die Mechanismen des Machtmissbrauchs und die Herausforderungen, mit denen er als politischer Außenseiter im System Russlands zu kämpfen hatte. Drittens: Politische Repression, Inhaftierung und Anerkennung im Westen. Ein bedeutender Teil des Buches befasst sich mit den massiven politischen Repressionen, denen Nawalny ausgesetzt war. Der Autor schildert die verschiedenen Formen der Bedrohung, von Überwachungen und Hausdurchsuchungen bis zu lebensgefährlichen Giftanschlägen. Seine mehrfachen Festnahmen und Inhaftierungen werden ebenso thematisiert wie der bedingungslose Einsatz seiner Familie und Weggefährten. Die internationale Aufmerksamkeit, die er und seine Bewegung erlangten, führten zu einer bis dahin ungeahnten Solidarisierung aus dem Westen. Ausführlich beschreibt Nawalny das Spannungsfeld zwischen Hoffnung, persönlicher Angst und weltweiter Unterstützung, das seinen Alltag dominiert. Viertens: Kampagnenarbeit, Strategien und Modernisierung der Opposition. Im vierten Themenblock analysiert Nawalny, wie er und sein Team moderne Kampagnen und Kommunikationstechniken nutzten, um die russische Opposition zu modernisieren. Digitale Aufklärung, gezielte Mobilisierung durch soziale Netzwerke und die systematische Nutzung von Transparenz- und Crowdfunding-Plattformen erlaubten die Bildung einer neuen Generation von Regimekritikern. Schritt für Schritt beschreibt das Buch, wie aus der anfangs kleinen Bewegung eine landesweite politische Kraft wurde. Es werden Erfolge ebenso angesprochen wie bittere Rückschläge und es wird aufgezeigt, wie wichtig Ausdauer und strategische Weitsicht in einem repressiven politischen Klima sind. Schließlich Hoffnung,
Zukunftsausblick und Aufruf zum Handeln. Im letzten zentralen Abschnitt wendet sich Nawalny direkt an die Lesenden. Trotz aller Gefahren und Rückschläge betont er die Bedeutung von Optimismus, Zivilcourage und gelebter Solidarität. Das Buch schließt mit einem Plädoyer für einen friedlichen Wandel, demokratisches Engagement und internationale Unterstützung. Nawalny zeigt anhand von persönlichen Beispielen und gesellschaftlichen Entwicklungen, warum sein Kampf weit über das Schicksal einer Einzelperson hinausgeht und wie mutige Individuen gemeinsam Großes bewirken können. Der abschließende Ausblick ist dabei nicht nur eine Botschaft für Russen, sondern für alle, die sich für Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen wollen. Zusammenfassend: Patriot. Meine Geschichte von Alexei Nawalny richtet sich an alle, die sich für Politik, Menschenrechte, Demokratieförderung und die Strukturen moderner Zivilgesellschaften interessieren. Das Buch bietet tiefe Einblicke in das Innenleben eines Staates, in dem offener Widerspruch mit harter Repression beantwortet wird, und erzählt aus der Perspektive eines Mannes, der dafür bereit ist, persönliche Opfer zu bringen. Leserinnen und Leser profitieren von Nawalnys Analysen, seinem Mut und seiner Authentizität. Wer sich für die Mechanismen politischer Machterhaltung, den Aufstieg neuer sozialer Bewegungen und den Wert von Zivilcourage interessiert, findet in diesem Werk eine unverzichtbare Quelle. Der große Vorteil gegenüber anderen politischen Biografien oder Büchern über Russland liegt in der einzigartigen Innensicht und der gleichzeitigen Nähe zur Realität. Nawalny berichtet nicht von außen oder in der Rückschau, sondern mitten aus dem Geschehen. Gerade deshalb inspiriert sein Werk dazu, ebenfalls Verantwortung zu übernehmen und für Werte wie Freiheit und Demokratie einzustehen. Es hilft, die Bedeutung persönlicher Integrität auch in scheinbar ausweglosen Situationen zu erkennen und zu stärken. Wenn Sie unterstützen möchten: Alexei Nawalny, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!